Bevor es mit dem Programm losgeht, möchte ich aber den thüringischen Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten begrüßen und den Chef der Staatskanzlei, Benjamin Emanuel Hoff. Warten Sie kurz, ich muss mir dieses Ding hier da reintun. So. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind, auch in diesem Jahr bei dieser Ausgabe des Kultursymposiums. Ja, ich freue mich sehr, auch in diesem neuen Format bei Ihnen zu sein. Wir gehören also zur selben Generation, diese Generation X, Mitte, Ende der 70er Jahre geboren. Sie in Ostberlin aufgewachsen, ich im Westen Deutschlands in einer Gastarbeiterfamilie. Kann man uns beide denn überhaupt in denselben Generationenpott reinwerfen? Ich bin ja eh kein großer Anhänger von diesen Generationsgedanken, denn auch beispielsweise Helmut Schmidt wurde ja gerne als die Flakhelfer-Generation, aber ich glaube, dass er sich von vielen deutlich unterschieden hat, Frau Perkovic. Und insofern, was uns möglicherweise verbindet, ist, dass wir beide einen Migrationshintergrund haben. Ich habe einen sozialistischen Migrationshintergrund und Sie teilen den möglicherweise sogar familiär und haben dazu aber hinaus noch den nicht-deutschen Migrationshintergrund. Und insofern sind wir vielleicht beide Zugewanderte in diese Bundesrepublik. Aber das Schöne ist, wir haben beide die Möglichkeit, sie jetzt zu gestalten. Und das ist was Neues. Und die Länder, in denen wir oder unsere Eltern geboren wurden, die gibt es nicht mehr. Genau. Jetzt haben alle Generationen in den vergangenen 1,5 Jahren diese beherrschende Erfahrung der Pandemie gemacht. Und in dieser Definition von der Generation wird ja immer davon gesprochen, dass geteilte historische Erlebnisse den Blick eben auf Gesellschaft verändern. Was glauben Sie, wie wirkt sich das auf die jetzigen Teenies und Anfang 20er aus, also die Zeit, wo eine Generation eigentlich offen ist für so eine Prägung? Wie wird die Pandemie deren Verhältnis zur Gesellschaft verändern? Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich sein wird. Denn warum ich Schwierigkeiten mit dem Generationsbegriff habe, ist, dass der Generationsbegriff so tut, als ob es keine sozialen Unterschiede gibt. Aber ich glaube, dass auch die Pandemie Menschen in ärmeren Verhältnissen deutlich stärker und ganz anders berührt hat, als dort, wo beispielsweise beim Homeschooling jedes Kind schon ein mobiles Endgerät hat, wo die Digitalisierung überall da ist und so weiter und so weiter. Das heißt also, die Pandemie hat die Ungerechtigkeit in Deutschland, insbesondere die Bildungsungerechtigkeit, massiv verschärft. Und insofern werden in der Generation sehr unterschiedliche Geschichten erzählt werden. Geschichten von ganz enger Familiensituation, Geschichten von einer anheimenden Situation, Geschichten von Emanzipation gegenüber den eigenen Eltern, indem man sein Leben auch selbst gestaltet hat und die Eltern unsicher waren, wie sie mit der Situation umgehen. Und es wird Geschichten geben, die einfach auch davon geprägt sind, dass die sozialen Unterschiede nicht wegzudiskutieren sind, und zwar in den Generationen. Das heißt, für Sie sind eigentlich die prägenden Kategorien, die man auf Gesellschaft anwenden kann, eben Klasse, Geschlecht und Race. Absolut. Das dürften Sie jetzt aber bei einem Politiker der Linken nicht anders erwarten. Ja. Aber vielleicht beim nächsten Thema, vielleicht kommen wir ja da doch auf die Generationenunterschiede zu sprechen, denn Sie sind ja auch Honorarprofessor an der Alice-Salomon-Hochschule. Und da gab es 2016 ja diese Kontroverse um das Gedicht des Schweizer bolivianischen Dichters Eugen Gomringer, dessen Vertreter der konkreten Poesie, die wollten nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Form des Ausdrucks probieren. Und eins seiner Gedichte war eben ganz groß auf einer Fassade aufgeschrieben. Begriffe wie Frauen und Betrachter tauchten da auf und die wurden in dem Jahr, in dem MeToo groß wurde, als sexistisch empfunden von einigen. Das ist doch eine Generationendebatte, oder? Ich glaube, dass das eine kulturpolitische Debatte ist. Also, Frau Perkovic, Sie werden mich nicht auf dieses Generationsparkett kriegen, auch wenn ich gerne mit Ihnen Teil einer Generation wäre. Aber wir haben hier eine massive kulturpolitische Fragestellung, die heißt, darf ich Bilder, die man heute so nicht mehr zeichnen würde, aufhängen oder muss ich sie abhängen? Wir haben eine Debatte in Frankreich über Foucault und dessen, sagen wir mal, also wenigstens irritierendes Verhältnis zu jungen Männern und einem romantischen Bild von Nordafrika als so Freiheitsparadiesort etc. Und hier muss auch die kulturpolitische Linke
viele ihrer eigenen Ikonen nochmal deutlich gegen den Strich bürsten. Aber ich bin kein Fan davon, Bilder abzuhängen und ich bin auch kein Fan davon, Gedichte von Wänden zu entfernen. Das liegt aber daran, dass aus dem Land, aus dem ich komme, es üblich war, dass man das, was man nicht sehen wollte, abgehängt, verboten oder zugedeckt hat. Ja, Bilderstürme und Kontextualisieren ist dann vielleicht das, was hilft. Und Kontextualisieren dieser Begriffe von Generationen ist auch das, was heute uns hilft bei diesem zweiten Tag des Kultursymposiums Weimar. Vielen Dank, Minister Hoff, dass Sie mit uns eröffnet haben heute. Ich danke Ihnen auch und wünsche, dass, egal welche Generation sich herausbildet, ein starkes Gefühl für soziale Gerechtigkeit hat. Danke.